Waschen und versiegeln in einem Schritt. Wie das geht, zeigen wir dir jetzt. Bei vielen Dingen in der Autopflege geht es auch um Zeitersparnis und Effizienz. Und immer wenn wir uns einen Schritt sparen können, sind wir da gerne dann dran interessiert. Und wir haben dir ja schon mehrere Möglichkeiten gezeigt, wie du eine schnelle Lackversiegelung machen kannst, sei es beim Trocknen, als Nassversiegelung oder in anderen Varianten. Eine der schnellsten Varianten ist einfach ein Keramik- oder ein versiegelungshaltiges Shampoo zu verwenden. Da gibt es allerdings ein paar Besonderheiten. Das ist nicht wie eine Wäsche mit jedem anderen Shampoo und auf diese Besonderheiten wollen wir jetzt eingehen. Der liebe Florian hat uns von Dope Fibers das neue Hybrid Ceramic Shampoo geschickt. Wie man das anwendet und generell wäscht und versiegelt gleichzeitig, wollen wir dir jetzt zeigen. Und los geht's. Einmal den Verschmutzungszustand vorher betrachtet. Wichtig ist, bei 2-in-1 Shampoo sollte das Auto nicht extrem dreckig sein. Es darf gerne verschmutzt sein, da darf auch ein bisschen was dran sein, aber keine Waldhöhle sozusagen, also kein extremer Schmutz, weil dafür ist so ein Shampoo definitiv nicht gemacht. Dafür sollte ein Shampoo ohne Versiegelung genommen werden. Aber hier ist der optimale Verschmutzungszustand, so normaler Straßenschmutz nach einigen Wochen ohne Wäsche. Und dann fangen wir einmal gleich an. Wichtig ist wie immer, ihr kennt mich ja, Vorwäsche, Vorwäsche, Vorwäsche. Wir sprühen das ganze Auto mit einem Vorreiniger der Wahl ein, lassen ihn nach Herstellerangaben wirken und spülen ihn dann wieder ab. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um überhaupt mit der Wäsche starten zu können. Auf der Motorhaube siehst du, ist eine keramische Beschichtung aufgetragen. Da sehen wir auch gleich mal super den Vergleich, ob so eine Waschversiegelung, nenne ich sie mal, also ein Shampoo mit Versiegelungszusatz, die Keramik überdeckt und zusetzt oder ob es eine gute Ergänzung ist, das werden wir später bei der Wäsche sehen. Du siehst auch, wir haben keinerlei Perlen oder Abfließverhalten, außer auf der Haube. Wir dosieren die richtige Menge Shampoo in den Eimer. Da richtet es sich immer nach Wassermenge und Eimergröße, in dem Fall 50 Milliliter auf 20 Liter. Wichtiger Punkt, man muss natürlich sagen, diese Gefahrenkennzeichnungen sind erstens mittlerweile leider nicht mehr wirklich sinnvoll geworden, weil sie überall draufstehen. Und es ist natürlich ein Hochkonzentrat. Wir nehmen hier 50 Milliliter auf den Eimer bzw. 1:20 in einer Schaumkanone. Aber generell Arbeitsschutz sollte immer sein. Und ein Produkt, was Hautreizungen verursacht, würde ich immer mit Handschuhen verwenden, auch wenn es die Autowäsche ist. Schutzbrille sollte sowieso sein, aber muss jeder am Ende selber wissen. Wir starten jetzt mit der Wäsche. Das schließt sich eigentlich immer so ein bisschen aus und ist das Schwerste in der Formulierung, ein Produkt herzustellen, was schäumt, gleitet, reinigt und gleichzeitig versiegelt. Erstmal beim in den Eimer aufschäumen, schäumt das Produkt. Mal gucken, wie es sich auf dem Lack verhält. Und selbst wenn es da ein bisschen schwierig ist, gibt es dafür noch einen super Trick. Genau, deswegen schauen wir jetzt einmal an. Beim Waschen, und das war das, was ich vermutet habe, entsteht nahezu kein Schaum. Aber die Versiegelung kommt sofort. Aber es ist ein gutes Gleitverhalten definitiv da, allerdings wasche ich ungerne komplett ohne Schaum. Das ist einfach, ja, es fehlt irgendwie so ein bisschen, aber man merkt schon, ein Gleitverhalten ist da. Deswegen würde ich sagen, wir bedienen uns jetzt mal einen kleinen Trick, dass man auch beim Waschen Schaum auf dem Auto hat, den man in Kombination machen kann. Und wenn ihr rankommt, seht ihr auch im Eimer, beim Eimer eintauchen sozusagen, hat sich der ganze Schaum erledigt, ist zusammengefallen. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist einfach in der Formulierung ganz, ganz, ganz schwer, scheinbar unmöglich, das ein perfektes Schaum- und Gleitverhalten gleichzeitig mit einer Versiegelung zu machen. Deswegen, meiner Meinung nach, sind Versiegelungsshampoos eher was für generell gepflegte Autos. Wenn ich wirklich eine richtig mistige Karre habe, auf schlecht Deutsch gesagt, brauche ich einfach ein hohes Schaum- und hohes Gleitverhalten. Aber bei normal gepflegten Autos zur Unterhaltswäsche sind sie gut geeignet. Wieder genug der Vorrede. Ich zeige euch den Trick, wie man trotzdem mit vernünftigem Schaum wäscht. Der Trick ist ganz simpel. Wir schäumen das Auto vorher mit dem gleichen Shampoo in der Schaumkanone ein. Verdünnung ist je nach Gerät. Ich habe hier eine komplett einstellbare Verdünnung bei meinem Gerät. Das heißt, ich fülle das Shampoo pur ein und stelle mir über mein Stellrädchen die Verdünnung 1:20 ein. Ansonsten, wenn du mit einem Handschaumsprüher arbeitest oder einem normalen Foam Gun, guck einfach mal auf die Produktbeschreibung, ist unten verlinkt. Da steht, in welcher Verdünnung du das Produkt benutzen solltest. Los geht's. Ich empfehle immer, einen Teilbereich zuerst einzuschäumen, diesen zu waschen, grob abzuspülen und dann rumzugehen. So verhinderst du, dass Shampoo antrocknet und du am Ende irgendwelche Schlieren und Kanten hast. Insbesondere, wenn du draußen wäschst und es besonders warm ist. Arbeite jetzt mit der 2-Eimer-Methode oder wie ich ganz gerne mit vielen Waschhandschuhen, nach der sogenannten Autolackaffen-Waschmethode. Guck da einfach nochmal nach, wenn du nicht weißt, wie sie geht. Sie hat den Vorteil, ich kann gleich bis runter ein Bauteil durchwaschen und muss nicht zwischendurch ausspülen. Genau. Das Waschen ist genau gleich wie bei jedem anderen Shampoo. Wir sind genauso gründlich, genauso vorsichtig wie auch sonst, sehen aber direkt beim Waschen, dass der Wasserfilm aufreißt und auch beim Abspülen kannst du hier schon sehen, wir haben auf einmal eine Sheeting-Bildung, also der Wasserfilm reißt aus und wir haben keine reißt auf, Deutsch ist heute schwierig, und wir haben keine Wasserlachenbildung auf dem Lack.
Arbeite dich so durch alle Teilbereiche durch. Wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du das ganze Auto einschäumen und durchwäschen. Ich mache es lieber Teilbereich für Teilbereich. Das bleibt ganz dir überlassen. Wir spülen mal ab und sehen hier erfreulicherweise, Beading auf der Haube bleibt unverändert, das heißt kein Zusetzen der Oberfläche, dazu jetzt aber nochmal mehr. Schön für mich zu sehen und auch wichtig, dass das Abhärverhalten der Versiegelung nicht verschlechtert wird. Man hat oft Produkte, die sich dann drauflegen und die eigentliche Versiegelung zwar auch schützen und auffrischen, aber das Beading, Sheeting verschlechtern, und wir haben hier eine leichte oder wahrscheinlich eine leichte Verbesserung, weil die Oberfläche sauber ist. Eine Pflege der bestehenden Versiegelung, ohne das Abhärverhalten zu verschlechtern. Da sieht man schön den Unterschied zwischen dem Abhärlen auf dem Dach, wo nichts drauf ist, und dem Abhärlen hier auf der Haube, wo eine Versiegelung drauf ist. Finde ich gut. Und jetzt kommt der riesengroße Vorteil, du kannst das Auto touchless trocknen, du brauchst kein Mikrofasertuch oder nur punktuell ein Mikrofasertuch, um nachzutrocknen. Du kannst den Wasserfilm, die restlichen Wasserperlen, also die Wassertropfen, jetzt habe ich das richtige Wort, einfach mit der Druckluft oder hier mit so einem Blower trocken pusten und hast so natürlich eine größtmögliche Lackschonung, weil du einfach einmal Reiben vermeidest. So, Beading gucken wir uns auch mal an, ist definitiv vorhanden. Man sieht auch, die Tropfen laufen gut ab, sind keine komplett runden Perlen wie bei einer Reinlackversiegelung, ist aber auch gar nicht das Ziel, sondern wichtig ist, dass das Wasser gut abläuft und der Lack prinzipiell geschützt ist. Du hast gesehen, wie man das Produkt anwendet, du hast gesehen, was die Stärken, was die Schwächen sind. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Eine Waschversiegelung bzw. ein Shampoo mit Versiegelungsanteil hat den Vorteil, dass es in einem Arbeitsschritt eine Versiegelung bildet und vor allen Dingen Zeit beim Trocknen spart. Ich sehe die großen Vorteile für Leute, die ihr Auto wirklich regelmäßig waschen und die Wert darauf legen, dass der Prozess besonders schnell ist und wie gesagt auch einfach möglichst wenig Berührung stattfindet. Zum Beispiel durch das Trocknen, was man nur mit Druckluft machen kann. Weiterhin ist es ein guter Vorteil für an sich versiegelte Autos, um einfach mit jeder Wäsche wieder die Versiegelung zu erhalten und so eine Art kleine Opferschicht oben drauf zu packen. Denn wir haben gesehen, das Beading und Sheeting der bestehenden Beschichtung wird nicht überdeckt, sondern bleibt so gut bestehen. Also hat man wirklich immer eine kleine Auffrischung, ohne einen Performanceverlust zu haben. Da sehe ich das Produkt auf jeden Fall. Schwächen oder Dinge, die man beachten sollte, sind natürlich die geringere Schaumbildung und damit auch das geringere Gleit- und Schmutzlösevermögen. Es war jetzt hier es hat wirklich gut geglitten, gerade für den nicht vorhandenen Schaum. Aber bei sehr dreckigen Autos muss man natürlich aufpassen, dass die Reinigungsleistung nicht leidet. Und es gilt wie immer, Vorwäsche, Vorwäsche, Vorwäsche. Wen der mangelnde Schaum nicht stört, der kann auch ohne Schaumkanone das ganze Auto waschen. Die Reinigungsleistung ist gut, die Versiegelungsleistung ist gut, aber ich finde, es macht einfach nicht so viel Spaß, wenn das Auto nicht schön schäumt. Deswegen arbeite ich da gerne in Ergänzung, aber ich arbeite auch bei der normalen Wäsche gerne in Ergänzung mit Schaum auf dem Lack und wasche dann nochmal oben drauf, gerade bei besonders dreckigen Autos. Das war's zum Thema Versiegelungsshampoo. Ich danke dir fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!